folgenden Bildern möchte ich Ihnen zeigen, wie sich die Dekogruppen aufbauen. Ob Sie Textilien oder Hartwaren dekorieren, ist hier nicht von Bedeutung. Es geht um das Grundprinzip. Wichtig ist immer der optische Spannungsbogen. Der Betrachter des Fensters oder der Innendekoration muss durch die Gestaltung, sprich Gruppenaufbau und Platzierung der Schaustücke optisch geführt werden. Sonst wirkt die Dekoration uninteressant und der Betrachter wendet sich sehr schnell ab. Bei dieser Skizze sieht man eine zweifache Dreiergruppierung. Beachten Sie die Bodengruppe. Durch die unterschiedliche Größe der Kartons entsteht Spannung. Bei diesem Beispiel bildet das Apfelmotiv mit den zwei Schaufensterfiguren die Dreiergruppierung. Die Preisschilder bilden ein Gegengewicht, sodass die Gruppe eine Einheit bildet. Auch hier wie rechts zu sehen, wieder eine Dreiergruppe. Beachten Sie bitte, dass größere Preisschilderständer immer mit in den Aufbau der Dekoration einbezogen werden. Wie bei dieser Podestdekoration zu sehen, wird das Dreierprinzip auch angewandt, wenn nur Dekomaterial eingesetzt wird. Hier sehen Sie eine ungleiche Reihe. Der Spannungsbogen wird durch das nach vorne Stellen der Zweiergruppe rechts und das nach hinten Stellen der Gruppe links sowie durch die Tischdekoration erzeugt. Das Display in der Mitte bildet den ruhenden Pol. Bei diesem Beispiel wird der Spannungsbogen durch den asymmetrischen Aufbau und den Abspann zwischen den Figuren erzeugt. Die Schrift bildet ein Bindeglied zwischen den Gruppen. Diese Dekoration lebt von dem geschickten Platzieren der Figuren. 3 Figuren schauen in Richtung des Motivs, eine nach vorne. Sie bilden ein Gegengewicht zum Display auf der rechten Seite. Diese Skizze zeigt eine Innendekoration vor den Rolltreppen. Die rechte Figur bildet durch das Ausstrecken des Armes und dem Abstand zum Display ein Gegengewicht zu dem Motiv und den Figuren links. Ein asymmetrischer Aufbau. Durch den großen Abstand zwischen den linken und rechten Figuren bildet das Display im Hintergrund den Spannungsbogen und die optische Verbindung zwischen den Gruppen. Hier bildet die Tischdekoration und das nach hinten Stellen der linken Aufmachung den Spannungsbogen zu der symmetrischen Dreiergruppe rechts im Vordergrund. Die 3 auf der linken Seite stehenden Figuren bilden mit dem Display im Hintergrund den Spannungsbogen zu der einzeln stehenden rechten Figur. Obwohl es sich hier um einen scheinbar asymmetrischen Aufbau handelt, bildet die linke Gruppe ein Gegengewicht zur rechten symmetrischen Gruppe und es entsteht durch das Display in der Mitte ein harmonischer Eindruck. Ein typisch asymmetrischer Aufbau. Die einzeln rechts platzierte Figur bildet durch den großen Abstand zur linken Dreiergruppe ein Gegengewicht und ein Spannungsbogen wird mit Hilfe des großen Motivs im Hintergrund erzeugt. Ein symmetrischer Aufbau. Links und rechts eine Dreiergruppe, Schirm, Figur, Preis. Die Deckenhänger führen optisch zu den Warengruppen. Auch bei den Gruppen im Hintergrund wird die Symmetrie beibehalten. Bei diesem Beispiel wird die Symmetrie auf die Spitze getrieben. Nicht nur, dass die Deckenhänger streng symmetrisch hängen, auch die Ware, hier als Beispiel Schuhe, ist symmetrisch platziert. Sie sehen, dass hier der Begriff Visual Merchandising, übersetzt in etwa Verkaufsförderung durch ansprechende Deko- und Warenpräsentation, eine wichtige Rolle beim Verkaufen spielt. Es kann durch den Aufbau der Ware und der dazugehörigen Dekoaufmachung ein Verkaufsanreiz geschaffen werden. Auch hier wird durch den symmetrischen Aufbau Ruhe in den Innenraum gebracht. Wichtig ist auch, dass die Motive und die Farben der Schaufensterdekoration sich bei der Innendekoration wiederfinden. Die Figur auf der linken Seite bildet durch ihr rotes Kleid und das Halten eines roten Schuhs ein Gegengewicht zu der großen Tischdekoration. Sie schaut in Richtung der roten Schuhe auf der rechten Seite, so wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Ein asymmetrischer Aufbau. Links wurde eine Lücke zwischen den Schneiderbissen gelassen. Das Display verbindet mit der Tischdekoration, die durch das nach vorne Stellen des Tisches eine Tiefe in die Aufmachung bringt. Bei dieser Skizze sehen Sie, wie die Schaufensterscheibe mit in den Aufbau einbezogen wird. Durch Abkleben mit Klebefolie wird hier ein Effekt wie durch das Aufreißen einer Verpackung simuliert.
Die Rollständer und die Menge der Ware unterstreichen die Aussage reduziert. Auch hier vermitteln die vielen Kartons den Eindruck von preiswerter Ware. Bei diesem Beispiel sehen Sie eine ungleiche Reihe, wo der Gitterständer mit der Figur rechts den Spannungsbogen zu der Abklebung links bildet. Das Display Sommermode und die zwei Figuren rechts bilden eine Dreiergruppe. Dann wird der Blick auf die linke Figur geführt, sie bildet mit dem Motiv und der rechten Damenfigur wieder eine Dreiergruppe. Bei diesem Bild staffeln sich die Dreiergruppen. Hinten rechts vor dem Display die 3 Stifte, dann die 3 Kinderfiguren und als Auflockerung die sitzende Kinderfigur. Bei diesem Beispiel wird die Decke mit in die Dekoration einbezogen. Durch die Decken- und Säulendekorationen wird der Blick auf die Podestdekoration geführt. Hier passt sich die Dekoration farblich der Ware perfekt an. Was in der Kindermodenabteilung dekoriert wurde, wird hier konsequent in der Spielzeugabteilung weitergeführt. Sowie in der Kinderbuch- und Schreibwarenabteilung. Dekoration und Farbgebung sollten sich wie ein roter Faden durch die Abteilung ziehen. Bei diesem Beispiel ist gut zu sehen, wie man durch eine großzügige Deckendekoration die Figurengruppe links und rechts unterstützen kann. Last but not least sehen Sie bei der Skizze die Stapeldekoration. Bei Handtücher, Badezimmer und Bettwaren hat es sich bewährt, die Ware so zu zeigen, wie man sie auch im Schrank oder Badezimmer aufbewahrt.